So, bye bye Weißenbach. Guten Morgen, mein lieber Lech. Auf ein neues. Heute geht es von Weißenbach nach Wengle. Es ist das erste Mal bewölkt, aber die Sonne versucht durchzukommen. Werden wir mal sehen, ob es klappt. Ein kleines Stück gelaufen und hier in Hornberg sehe ich, dass tatsächlich mal in den Verlauf des Wildflusses eingegriffen wurde. Wie ich lese, aber nur wegen eines naturnahen Hochwasserschutzes. Hier kommt der Lech vom Lechzopf, also vom Wildfließenden, und wurde hier umgeleitet. Das sieht man ganz gut an der Begradigung hier. Denn man muss bedenken, die Natur hat Kraft und fragt uns nicht, wie es uns dabei geht. Und deshalb werden hier Menschen vor Hochwasser geschützt. Auf dem Weg nach Wengle geht es die ganze Zeit hier am Lech entlang. Wunderschöner, gerader Weg und links neben mir rauscht der Lech. Es ist wunderschön hier zu laufen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich bin, aber auf alle Fälle steht hier mein Gasthof Kröll dran. Und das ist mein nächstes Ziel. Muss ich erstmal ein bisschen die asphaltierte Straße hinunter. Also wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist das schon Wengle. Genau, ich bin in Wengle. Meine 9. Etappe ist mit 12 Kilometern und einem relativ ebenen Weg in 4 Stunden geschafft. Meine heutige Unterkunft Hotel Gasthof Kröll. Ein altehrwürdiges Haus, sehr sauber und freundliche Besitzer. Der Schock am Morgen. Regen. Guten Morgen. Heute ein Regentag. Leider. Aber mein erster. Und ich nehme die Herausforderung an. Trotz des Regens verspüre ich schon die ersten paar Meter ein ganz angenehmes Laufgefühl. Nach 4 Kilometer von der Unterkunft weg bin ich wieder am Lech. Guten Morgen, mein lieber Lech. Heute bei Regenwetter. Plötzlich stehe ich an diesem klaren Fluss und ich bin überwältigt. Ich fühle mich wie Alice im Wunderland. Keine Menschenseele, nur diese wunderschönen Wildvögel und der leise Regen auf den Blättern. Ich finde keine Worte und lasse diese einmalige Naturlandschaft in aller Stille auf mich wirken. Oh, hier ist ein Vogelbeobachtungsturm. Da können wir doch mal hochgehen, oder? Tür auf. Oh Mann, ist das schön. Und der Ausblick.
Ich laufe weiter im Vogelschutzgebiet und sehe schon in der Ferne einen Aussichtsturm. Von hier oben hat man einen super schönen Blick über lehmige Tümpel und Stillgewässer in einem, man kann schon sagen, richtigen Dschungel aus Totholz, Moor und Pflanzen. Das ist auch ursprünglich dem Lech zu verdanken. Das sind nämlich sogenannte Altarme des Flusses. Und nun ist daraus ein einzigartiges Biotop und Vogelparadies geworden. Dieser Tag, 10 Kilometer von Wengle bis Flach, bei Regenwetter, ist unerwartet einer der schönsten Wegabschnitte auf meiner Wanderung geworden. Das ist meine letzte Unterkunft, Hotel Schwanen in Flach. Hier werde ich zweimal übernachten. Guten Morgen, der letzte Tag. Ich bin in Füssen. Ich habe heute geschummelt. Ich bin heute mit dem Bus gefahren, weil ich Probleme mit meinem Ischias hatte. Und bei diesem feuchten, kalten Wetter wollte ich das nicht herausfordern. Das sind bestimmt so 15 bis 18 Kilometer gewesen und sehr viel Höhenmeter drin. Das wollte ich nicht riskieren und deshalb bin ich mit dem Bus gefahren. Aber das ist auf dem Lechweg kein Problem. In jedem Hotel bekommt ihr diese Aktivcard und mit dieser auch bei einer Nacht, also die gibt es immer. Und mit dieser Aktivcard könnt ihr in jeden Bus in Österreich einsteigen und sogar bis Deutschland fahren, also mit dem österreichischen Bus und dann auch mit dem österreichischen Bus wieder zurück. Und das kostet euch gar nichts. Also, wenn unterwegs mal irgendwas passieren sollte und man aus irgendeinem Grund nicht weiterlaufen kann, dann rein in den Bus und bis zum nächsten Punkt mit dem Bus fahren. Ist ganz einfach. Und heute schaue ich mir noch den Lechfall an, als krönenden Abschluss meiner Wanderung und werde um den Alpsee noch gehen und mal einen Blick auf die Königsschlösser werfen. Und dann fahre ich zurück nach Flach in meine Unterkunft, wo ich 2 Tage bin. Und morgen früh geht es nach Lech, auch wieder mit dem Bus, auch umsonst. Und dann geht es nach Hause. Und dann sind es, ich sage es nochmal, zum Schluss, aber es müssten dann ungefähr 140 Kilometer sein, die ich gelaufen bin. Und 12 Tage war ich unterwegs in 10 Hotels. Ich stehe hier auf dem Maxsteg und schaue das letzte Mal in den Lech, der sich über im 18. Jahrhundert angelegte und 12 Meter hohe Staustufe ergießt und dann mit dieser engen Klamm und später in einem breiten Flussbett an Füssen vorbei, danach durch den Forgensee hindurch, um letztendlich in Marxheim, 12 Kilometer östlich von Donauwörth, in die Donau zu fließen. Am ersten Tag meines Weges hatte ich mich am Vormarinsee in das Lech-Quellbuch eingetragen. Nun verewige ich mich am Ende der Strecke hier wieder mit Name, Datum und Fazit, dieses Mal ins Lech-Fallbuch. Ja, ich habe ihn noch hier wieder gefunden in Füssen, mein geliebtes L. Jetzt geht's zum Alpsee. Ich komme an den Kalvarienberg. Das ist ein Kreuzweg in Füssen, der im 19. Jahrhundert entstand. Der Leidensweg Christi wird hier auf Altarbildern in kleinen Kapellen sehr eindrucksvoll nachgestellt und endet auf dem Hügel mit dem Gang in die Gruft. ...150 Höhenmeter überwunden und oben auf der Aussichtsplattform angekommen, bei 953 Metern, hat man eine geniale Aussicht über die umliegenden Bergmassive im Hintergrund. Man schaut in westliche Richtung auf den Lech, in nördliche Richtung auf die Stadt Füssen und in südöstliche Richtung auf den Schwansee.
Nach den schönen Aussichten hier oben auf den Kalvarienberg geht es nun in östliche Richtung wieder hinunter auf den Alpenrosenweg zum Schwansee. Hoch über dem See thront das berühmteste Schloss von König Ludwig II., Neuschwanstein. Ich genieße die Stille und die einzigartige Naturlandschaft. Nun möchte ich aber auch noch zum schönen Natursee gehen und laufe weiter. Schon bald sehe ich das einzigartige Türkisblau des Alpsees durch die Bäume blitzen und bin auch hier wieder begeistert von dieser einmaligen Landschaft, so dass ich mich gleich entschließe, noch um den See zu laufen. Nach 8 Kilometern beeindruckender Ausblicke über und auf dem See komme ich zum Zentrum des Alpsees. Hier sieht man das Schloss Hohenschwangau sehr gut. Ich gönne mir noch einen Apfelstrudel und einen Kaffee, bevor ich mit dem Bus wieder zurück nach Österreich, nach Flach in mein Hotel fahre. Hallo zusammen! Ja, ich sitze hier in meinem letzten Hotel, ein sehr schönes übrigens, was ich für 2 Tage in Flach gebucht hatte. Und ich muss euch sagen, ich bin fertig mit dem Lechweglaufen. 11 Wegstrecken und für mich 144 Kilometer. Es war ein wunderschöner, ein abwechslungsreicher, ein interessanter, ein imposanter, ein leichter und manches Mal auch ein schwerer Weg. Aber mir hat es mega Spaß gemacht. Ich werde jetzt nach diesem Film nochmal einen Film machen, ein Fazit ziehen über diesen Lechweg mit Daten und Strecken etc. für diejenigen, die diesen Weg auch einmal laufen möchten. Aber jetzt möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr mich auf meinem Lechweg begleitet habt. Tag 13. Mit dem Bus fahre ich zurück nach Lech. Es war schon sehr beeindruckend, nochmal durch die Orte zu fahren und teilweise die Wege, die man gelaufen ist und die Hotels, wo man übernachtet hat, zu sehen. Ja, und das hat mich nun doch etwas stolz gemacht, dass ich alles auf mich genommen habe und alleine diesen Traumpfad Lechweg gelaufen bin. Nach 12 Tagen bin ich wieder in Lech angekommen. Jetzt gehe ich zu meinem Auto und fahre nach Hause. Es war wunderschön. Danke nochmal für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. In einem nächsten Film kommt noch das versprochene Fazit und unten in der Beschreibung findet ihr die Links zu allen Teilen des Traumpfades Lechweg.